Jetzt sind wir in Alikur. Da suchen wir jetzt den Markt, das Magazin, und da werden jetzt das Ziegeln hergestellt. Krass. Krass, das ist der Ofen für die Ziegel. Irre. Der Weg für das. Unsere Ausbeute. Mag auch, aber Süßigkeiten kriegt man überall. Jetzt haben wir so ein Glas Tomatensauce und was haben wir noch gekauft? So Instant-Nudeln, Eier. Also eigentlich nicht so schlecht, das passt ja. Wir haben genug zum Essen jetzt. Nichts Frisches halt. Aber wenn man sich die Gegend anschaut, dann versteht man, dass es da nichts Frisches gibt. Oder nicht oft. So, jetzt haben wir da einen Brunnen. Dann müssen wir hoch da. Und dann kommt da unten das Wasser raus. So. Nachdem wir jetzt einige Tage im Wakan Valley unterwegs waren und uns nicht wirklich waschen haben können und uns auch unser Zeug nicht waschen haben können, gönnen wir uns jetzt einen Pausentag in Murgab. Der Eric kriegt gerade Radl hinten her und ich wasche seit einer Stunde schon ungefähr unsere Wäsche. Da ist die Wäsche drin und das Ganze mache ich mit heißem Wasser, was uns da der Besitzer vom Gasthaus mit so einem kleinen Ofen aufheizt. Das ist ganz cool, wenn man da anschaut. Also da Holz reingeben, okay. Vorher ist einfach mit Kuhscheiße halt irgendwie das Ganze aufgeheizt wird. Machen wir dazu. Und wie gesagt, da wasche ich jetzt unsere Wäsche. Das ist die Kochwäsche, die Unterhosen. Da drinnen ist die Dusche. Alles recht spartanisch, aber
Na, wenn man sich 5-6 Tage mal nicht gewaschen hat, ist das eigentlich auch ganz schön, wenn man mal eine warme Dusche hat, eine heiße Dusche und dann Platz zum Schlafen. Nicht einmal nicht im Zelt. Ja, ist ganz cool. Also wie gesagt, heute Pausentag und morgen geht es weiter Richtung Ansagpass. Auf 4000 Meter und so viel Gössen. Wow. No, thank you. It's okay, you It's okay, yeah. Thank you. So, also von Murga bis daher waren es jetzt 65 Kilometer. Die Straßen war echt gut fahrbar, obwohl wir recht weit oben sind. Aber jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Jetzt geht es nämlich da rauf, auf dem Akbaidal-Pass, wie es da hinten auf dem Schüttel steht, auf 4655 Meter. Und die Straße wird vor allem auch steiler. Das heißt, man merkt die Höhe umso mehr jetzt dann. Da habe ich schon viel atmen. Ja, wird jetzt spannend. Da hinten Wir kommt sind gut beim Akbaidal-Pass, ich glaube es überhaupt schräg, nicht. ja. Jetzt geht es für wie viele Kilometer noch auf? Ja, 3 vielleicht? 4 oder? Ja, 3, 4. 3, 4 anstrengende Kilometer. Genau. Ja. Glass is dropped. We did it!
Let's get to the top. Da hinter uns der Karakulsee. Der ist entstanden durch einen Meteoroideinschlag und umgeben von lauter weißen Gipfeln. 360 Grad. Wunderschöner Ausblick. Oh, die Farben sind so intensiv, wir haben traumhaftes Wetter. Und hinter den Bergen da ist schon Kirgisistan. Wahnsinn! Rechts an der Grenze zu China, links Kirgisistan, wir sind in Tadschikistan. Das müssen wir erstmal alles verarbeiten. Die ganzen Eindrücke. Boah, so schön. Da ist einfach scheiße. Wir haben jetzt so einen argen Gegenwind gehabt, dass wir über die 8-9 km/h eigentlich nicht hinausgekommen sind, auf einer perfekt asphaltierten Straße. Und dann haben wir einen Platz gefunden. Ich habe gesagt, na, fahren wir nur ein paar Kilometer weiter, damit wir morgen nicht so weit haben. Also einen Platz zum Campen, weil es ist schon 5 oder halb 6. Und der Wind ist immer stärker geworden und die letzten 3-4 Kilometer waren jetzt echt die Hölle und ich habe so einen Unterzucker, ich habe so Hunger. Also es war echt eine Herausforderung. Und jetzt haben wir drauf gekommen, dass da eigentlich alles nur Sand und Wüste ist und wir die Zettel da gar nicht wirklich aufstellen können. Und dass ja eigentlich der vorige Platz ganz gut gewesen wäre, weil er ein bisschen windgeschützt war und der Fluss war dabei. Und jetzt fahren wir ernsthaft die paar Kilometer wieder zurück. Ich weiß, das klingt vielleicht lächerlich, so 3-4 Kilometer zurückfahren. Aber wenn die 3-4 Kilometer eine Dreiviertelstunde dauert haben und so hart waren und jetzt brauche ich gar nicht treten, jetzt schiebt mir der Wind einfach
hin. Weil jetzt haben wir natürlich, weil wir zurückfahren, Rückenwind. Oh, ja, das ist echt. Also wenn man Hunger hat und dann ist sowas, dann macht es keinen Spaß. Jetzt brauche ich echt was zum Essen. Jetzt haben wir die Nacht echt ein wunderschönes Platz gehabt. Aber die gestrige Anfahrt und die heutige Abfahrt von den Plätzchen echt herausfordernd ist. Und jetzt haben wir schon mein Radl und Reinis Radl schon aufgeschoben. Aber jetzt fährt nur ein Erik seins und ein Tom seins. Der Reini hilft nur. Weil, wie man das sieht, ist es richtig tiefer Sand. Und da macht das Radlschieben wirklich keinen Spaß. Das ist sehr kräftezehrend. Aber zusammen schaffen wir das. Jetzt werden wir noch verabschiedet von Tadschikistan mit einem richtig heftigen Gegenseitenwind und Waschbrettpisten. Gescheit anstrengend, ja. Jetzt haben wir ja ungefähr 260 Höhenmeter noch vor uns. Da geht's rauf. Nach vorne, also relativ steil. Und die Waschbrettpisten soll bis auf den Gipfel gehen. Jetzt haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns. Und nachher geht es 50 Kilometer in Kirgisistan auf Schotterpiste runter nach Saritash. Das geht hoffentlich dann besser als wie da. Ich habe mir gerade gesagt, dass wir essen sollen. War schon voll den Hunger. Naja. That's it.
erste Nacht haben wir im Niemandsland gecampt zwischen Tadschikistan und Kirgisistan. Das sind 20 Kilometer dazwischen, zwischen den beiden Grenzen. Und heute rollen wir ganz gemütlich 30 Kilometer bergab nach Saritash. Und dann freuen wir uns so richtig auf was zum Essen. Einen halben Ruhetag. Und auf einen halben Ruhetag, genau. Weil uns ist jetzt das Essen ausgegangen, also Frühstück haben wir schon noch gehabt, ist alles gut. Aber ja, einfach, jetzt hat man nicht mehr so Reste gegessen, das meiste war schon ein bisschen schimmelig und hat grausig geschmeckt. Und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Geld wechseln, kirgisische Som, und dann lassen wir es uns wieder mal gut gehen. Und so hat uns begrüßt uns Kirgisistan. Also es gibt Tage beim Radreisen, da wünsche ich immer, dass ich eigentlich allein unterwegs war, wirklich. Da muss man nur mit seinen eigenen Gefühlen, Emotionen zurechtkommen und nicht auch nur mit den Emotionen anderer. Heute ist es so ein Tag, eigentlich mutzgrantig, ich habe einen kleinen Planungsfehler mit dem Wasser gemacht und das zieht sich halt bei ihr dann einfach über Stunden durch. Das übertragt sich halt dann auf mich. Das ist alles scheiße, eigentlich ist es wunderschön da. Hinten eine Jacke, aber ja, das ist ein wenig ein Chaos halt. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Tage, wo das, eigentlich muss man sagen, die meisten Tage, wo es einfach wunderschön ist, wenn man zu zweit ist. Wenn man halt das alles teilen kann, seine Emotionen. Und. Naja, aber heute ist nicht. Heute ist nicht so ein Tag. Ja, mal. Hoffentlich wird es noch besser. Aber jetzt ist gerade scheiße. Also jetzt ist gerade wieder ein guter Moment. Aber habe halt auch schon wieder, bin einfach fertig und war halt schon wieder sehr zart. Also jetzt sind wir ein bisschen rein in die ein wenig getrennt gefahren. Das hat ganz gut getan. Einfach weil die Nerven schon ein wenig blank liegen. Wir beide Pause brauchen. Nicht von uns, sondern vom Radlfahren. Und ja, da ist man schnell genervt voneinander und da tut es einfach ganz gut, wenn man mal die Musik in die Ohren tut und einfach kurbelt, ohne den anderen zu sehen. Und ja, unser Körper freut sich einfach so sehr auf eine Pause. Wir sind wirklich erschöpft. Der Pamir, der hat es einfach in sich. Und jetzt werden wir gerade belohnt. So, letzter Tag am Pamir Highway. Jetzt fahren wir gerade auf dem letzten Pass rauf. Das sind 900 Höhenmeter. Wir haben jetzt schon 600 oder so hinter uns. Da klängelt es jetzt noch rauf. Und dann ist der Pamir Highway
Dann haben wir ein Pamir Highway hinter uns gebracht. Unglaublich. So geil. Traumwetter heute, ein bisschen heiß, aber alles besser als Regen. Macht richtig Spaß. Und dann freuen wir uns auf ein gutes Bier und einen Burger in Osch. Herrlich. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft und wir sind geschafft. Ja. Wir sind in Osch. Wir haben ein Pamir überstanden. Ja, sind fix und fertig. Die letzten 2 Tage sind wir 200 Kilometer ungefähr gefahren und 1800 Höhenmeter oder so. Nicht ganz. Ja, also richtig zart und es war viel Gegenwind. Es war zwar viel bergab, aber wir haben bergab Gegenwind gehabt. Es war sauber anstrengend. Ich bin echt noch mehr am Heulen und Ja. hungrig sein und fix Ja. und fertig sind wir. Ja, jetzt haben wir uns da in einem Gasthaus, also der Eric und der Tom haben sich ein Zimmer genommen, Ein luxuriöses ein Zimmer. luxuriöses Zimmer und wir wir schlafen im Zelt. in unserem Zuhause, was wir dabei haben. In unserem Luxuszelt. Ja, Das passt gut. und jetzt werden wir uns noch waschen, pflegen, auf das freuen wir uns auch voll, heiße Dusche und dann geht's ab in die City. Da werden wir uns einen Burger gönnen und Bier trinken. Ja, Partytime. Also für uns heißt jetzt einmal 10 Tage Pause in Kirgisistan. Und wie es dann weitergeht, gibt es im nächsten Video.